Hallo, herzlich willkommen wieder einmal bei CaseKing TV. Heute mit den finalen Produkten von Kubitech, der Tank-Serie. Wir hatten ja schon mal in einem Preview den Mini-Tank vorgestellt, den ihr ganz außen sehen könnt. Dort hat sich seit der Sample-Version nicht mehr viel geändert, zumindest an den Features. Es ist relativ gleich geblieben zu dem, was wir euch schon mal gezeigt haben. Natürlich die Verarbeitungsqualität ein bisschen höher, ist ja final. Ist nicht durch 1000 Hände gegangen vorher, so wie unser letztes Modell. Dann der XL-Tank, der große Bruder, und der HPTX-Tank, der ganz große Bruder. Beim XL-Tank kann man schon fast eher von einem Big Tower reden als von einem Midi Tower, auch wenn er von der Größe her meiner Meinung nach eher zum Midi Tower gehören würde. Bin gespannt, wo wir den auch klassifizieren. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gehäusen besteht natürlich einerseits in dem verbaubaren Mainboard als auch in den entsprechend einbaubaren Festplatten und 5,25 Zoll Laufwerken. Wie man ganz klar erkennen kann, hier haben wir 4 Optionen, hier haben wir 5. Beim Mini-Tank lediglich 2. Was alle 3 Gehäuse gemein haben, ist das I/O-Panel. USB 3.0, eSATA und die entsprechenden Audioanschlüsse. Beim Mini-Tank vorne in der Front und beim XL und HPTX oben im Deckel. Schauen wir uns den HPTX mal genauer an. Hier nun der Innenaufbau des HPTX-Tanks. Relativ ähnlich der XL-Tank, halt nur ein bisschen größer. Schauen wir uns mal an, was wir alles finden. Vorne die HDD-Schächte, 7 an der Zahl beim HPTX. Davor ein 230 mm LED-Lüfter. Dieser kann auch gegen kleinere ausgetauscht werden, hier in dem Fall 140 mm, 2 Stück. Die Bohrungen sehen fast so aus, als ob man dort auch einen Radiator hinbauen könnte. Radiator hinbauen, sagt er, geht doch gar nicht, hier sind die HDD-Schächte. Mitnichten. Ihr habt die Möglichkeit, den HDD-Schacht nach links zu verschieben. Ihr findet die gleichen Bohrungen weiter hier, hättet somit bei einem kleineren Mainboard und der Verschiebung der HDD-Schächte vorne mehr als genug Platz, um dort beispielsweise einen Radiator zu integrieren. Also eine sehr schöne Lösung. Des Weiteren bei beiden, beim XL-Tank als auch beim HPTX, dieser Grafikkartenhalter findet ihr normalerweise, sage ich mal, eher in der gehobenen Preisklasse, sagen wir mal 300 € aufwärts. Hier jetzt schon in dem Preisbereich um die 200 € zu finden. Ja. Große, lange Grafikkarten können hier dann abgestützt werden und somit wird der Zug auf den PCI Express Slot ein bisschen gemindert. Netzteile können wir sowohl unten als auch oben einbauen. Alternativ kann man hier in diesem Netzteilschacht auch 2 3,5 Zoll Laufwerke noch installieren und hat hinten Durchführungen für Wasserkühlungsschläuche. Die Mainboard-Größe beim HPTX-Tank, wie der Name schon sagt, HPTX-Format. Weltweit gibt es nur 2 Gehäuse aktuell, die dieses Format unterstützen. Das hier ist Gehäuse Nummer 2. Beispielsweise interessant für das EVGA SR2 Mainboard, was ihr auch bei uns im Shop finden könnt. Volle Breite. Der XL-Tank kann XL ATX fassen. Wie ihr sehen könnt, sehr viele Aussparungen, wirklich überall. Das heißt, egal welche Mainboard-Größe ihr installiert, ihr solltet immer Platz für entsprechend gutes Kabelmanagement haben. Die Aussparung des CPU-Kühlerblocks natürlich auch recht groß gefasst. Dort könnt ihr also auch ohne Probleme und ohne das Mainboard auszubauen von der anderen Seite eure Backplate installieren. Das Ganze natürlich mit Daumenschrauben ausgestattet, komplett überall. Das führt sich durch die ganze Tank-Serie fort. Ja, da macht es keinen Unterschied, ob ihr den Mini-Tank, den XL-Tank oder den HPTX-Tank habt. Oben bei den 5,25 Zoll Schächten, bei allen dreien auch ein entsprechender Adapter, 5,25 Zoll auf 3,5 Zoll, das heißt Floppy oder Festplatte, überhaupt kein Thema. In diesem Adapter auch für 2,5 Zoll SSD die Vorrichtung zur Installation. Im Deckel
haben wir 240 mm LED-Lüfter. Auch hier wieder eine große Ausstattung. Dort könnt ihr auch andere Lüfter natürlich installieren und über Adapter, die hier unten verbaut sind, auch gegen 120 mm Lüfter austauschen. In der Rückseite genauso ein 140 mm LED-Lüfter und auch hier nochmal etwas weiter unten 2 Durchführungen für Schläuche für Wasserkühlung oder für Kabel, USB 3.0, was auch immer. Das könnt ihr euch dann selber aussuchen. Innen drin noch Netzteilauflage aus einem Gummi, um noch eine Entkopplung zu gewährleisten. Darunter natürlich Lüftergitter zur Belüftung des Netzteils. Belüftungsoptionen haben wir hier auch noch an der Seite, diese allerdings nicht mit Lüfter ausstattbar. Alle 4 Gehäuse, die wir jetzt neu haben von Kubitec, der Magic Cube, der Mini Tank, der XL Tank und auch der HPTX Tank, alle komplett aus Aluminium gefertigt. Und für alle werden wir auch entsprechend Dämmsets anbieten bzw. gedämmte Versionen zur Verfügung stellen. Wie ich denke, hat Kubitec hier eindrucksvoll seine komplette Aluminiumlinie präsentiert. Sicherlich für den einen oder anderen sehr interessante Gehäuse. Viele haben darauf gewartet. Wartet nicht zu lange, denn die ersten werden sicherlich schnell ausverkauft sein und dann dauert es erstmal wieder, bis welche nachkommen. Natürlich findet ihr auch bei uns im Shop das passende Mainboard für den HPTX. Klar, hey, wer HPTX hat, der braucht auch das entsprechende Mainboard mit 2 CPUs, oder? Je größer, desto besser. Findet ihr natürlich alles da, wo nicht Standard ist, bei CaseKing, und ich freue mich, euch demnächst wieder ein paar neue tolle Produkte präsentieren zu dürfen. Bis dann.